David, eine einsame Figur, bekannt für seine eigenartigen Wege und seine wirren Geschichten über die Tierwelt, war friedlich im Schlaf gestorben, oder so dachte man. Der Gottesdienst war kurz, ein Zeugnis seines stillen Lebens. Als der Priester das letzte Gebet sprach, hallte ein tiefes Knurren durch den stillen Friedhof. Ein Schatten löste sich von den Kiefern, die den Friedhof umgaben. Es war ein Wolf, groß und grau, sein Fell hatte die Farbe eines Wintersturms. Ein Schaudern ging durch die versammelte Menge. Der Wolf, überraschend ruhig inmitten der betäubten Stille, näherte sich dem offenen Sarg. Er zögerte einen Moment, seine bernsteinfarbenen Augen auf Davids regloses Gesicht gerichtet, bevor er sich stürzte und seine Zähne in den Hals des alten Mannes grub. Schreie brachen aus. Die Menschen rannten auseinander, aus Angst vor einem Übergriff. Doch dann geschah etwas Außergewöhnliches. Der Wolf zog sanft zurück, sein Maul trug immer noch ein kleines Stück von Davids Hemd. David hustete, sprudelte und setzte sich dann, zu jedermanns ungläubigem Staunen, auf. Chaos brach aus. Sanitäter trafen ein, ihre anfängliche Besorgnis wechselte schnell von einem möglichen Tierangriff zu einer verwirrenden Wiederbelebung. David, schwach aber lebendig, erklärte mit heiserer Stimme: Williams. Er hat mich gerettet. Die Geschichte, wie sie zusammengefügt wurde, war so unglaublich wie berührend. Williams, der Wolf, war ein Tier, das David vor Jahren gerettet hatte, nachdem er ihn nach einer brutalen Verletzung wieder gesund gepflegt hatte. Eine tiefgreifende und unausgesprochene Bindung hatte sich zwischen Mensch und Tier gebildet. Die Obduktion ergab, dass David eine schwere anaphylaktische Reaktion auf ein Erdnussbutter-Sandwich erlitten hatte, seine Atemwege waren geschwollen. In seinem bewusstlosen Zustand hatte der Biss des Wolfs, obwohl alarmierend, das verengte Gewebe durchtrennt und ihm wieder das Atmen ermöglicht. Die Nachricht vom Wunderwolf verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Skeptiker verspotteten es, aber die Beweise waren unbestreitbar. David, schwach aber auf dem Weg der Besserung, erzählte von seinem Leben mit Williams, einem Leben voller geteilter Stille und unausgesprochener Verständigung in der weiten Wildnis Idahos. Er sprach von Williams' unheimlicher Intelligenz und seiner unerschütterlichen Loyalität. Es war nicht nur eine hundeartige Hingabe, es war eine Partnerschaft, geschmiedet in geteilter Einsamkeit und gegenseitigem Respekt. Wochen später saß David, immer noch blass aber unbestreitbar lebendig, auf einer Bank mit Blick auf ein schneebedecktes Tal. Williams trat aus den Bäumen hervor, sein Gang zunächst zögerlich, dann selbstbewusst, als er sich näherte. David streckte eine zitternde Hand aus. Williams stupste sie mit seiner nassen Nase an, ein tiefes, grollendes Knurren, ein Geräusch, das David jetzt nicht mehr als Bedrohung, sondern als Begrüßung verstand. Tränen stiegen David in die Augen. Er flüsterte: Danke, Williams. Danke, dass du mein Leben gerettet hast. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.